Wir lieben das Reisen mit dem Fahrrad. Es bringt uns sowohl zu den Schattenseiten als auch zu den schönsten Ecken eines Landes. Perfekter Campspot da herum. Es eröffnet uns Welten, mit denen wir vermutlich nie in Berührung gekommen wären. Wir erleben Gastfreundschaft, sprechen mit Menschen über ihre Vergangenheit und ihre Zukunft und verlassen hier und da unsere Komfortzone. Da kommt der Marsch schlafen. Schau, ja. In den nächsten Tagen werden wir in für uns neue Welten eintauchen. Wir sind in Bosnien und Herzegowina und werden morgen Serbien erreichen. Bosnien hatten wir bereits vor 5 Jahren, als wir zum ersten Mal hier waren, in unser Herz geschlossen. Serbien hingegen kennen wir so gut wie gar nicht. Der erste Eindruck ist irgendwie, ich weiß nicht, die Landschaft ist wunderschön, aber die Leute sind bisher nicht so freundlich. Fühlt sich fast ein bisschen an wie in Österreich. Obwohl wir uns noch in Bosnien und Herzegowina befinden, sind die Nachbarländer Montenegro und Serbien nur mehr einen Steinwurf von uns entfernt. Seit einer Woche radeln wir durch Bosnien und haben bereits traumhafte Landschaften durchquert. Den Bledinje-Bergsee oder den Sutjeska Nationalpark und all die kleinen Begegnungen mit den Menschen unterwegs werden wir so schnell nicht mehr vergessen. Doch heute ist der erste Tag, an dem wir trotz schöner Landschaften mit einer traurigen Wahrheit konfrontiert werden. Jetzt sehen wir zum ersten Mal jetzt ein Schüttel, wo vor Minen gewarnt wird. Und das Krasse da ist jetzt, dass das Schüttel ist vor dem Wald und im Hintergrund hört man schon die Motorsägen von den Waldarbeitern. Also ich hoffe echt, dass die wissen, wo sie da arbeiten können. Keine Ahnung, ob der Bereich, wo sie die Baum umschneiden, vielleicht entmint ist oder so. Aber schon irgendwie krass, wenn man das Schüttel so sieht und sich vorstellt, dass in dem Wald wirklich Minen liegen und es einfach so gefährlich wäre, da reinzugehen. War ja eine schiere Vorstellung. Auch wenn der Krieg bereits 30 Jahre zurückliegt, liegen bis heute unzählige Landminen vergraben. Auch Häuserfassaden mit Schusslöchern zeugen von den brutalen Auseinandersetzungen. 30 Jahre scheinen eine lange Zeit zu sein, aber alle Wunden sind noch lange nicht geheilt. Viele Menschen sind hier immer noch mit existenziellen Problemen konfrontiert. Und wir können sorglos weiterfahren und haben lediglich mit den immer lästiger werdenden Fliegen zu tun. Es ist echt so steil, da muss ich jetzt auch schieben. Und was zusätzlich da jetzt auch noch ist das echt gerade so viele Fliegen sind. Da glaubt man, die heißen Tage sind vorbei, gell? Aber sobald es bergauf geht, schwitzt man trotzdem wie blöd und mutiert zum Haufen für die Fliegen. Wir radeln gerade mitten durch ein Waldgebiet. Das letzte Haus haben wir vor etwa 2 Stunden gesehen und wir verstehen einfach nicht, warum ausgerechnet hier so viele Fliegen auf uns sitzen, bis wir um die nächste Kurve fahren. Jetzt waren wir so lange im Wald, ewig haben wir schon gesagt, da ist überhaupt kein Müll. Ja klar, weil keine Autos vorbeifahren, wo die Leute rausschmeißen. Dann fahren wir um die Kurve und da ist einfach eine Müllhalde, die ist jetzt, ich weiß nicht, 100 Meter lang und geht da einen Berg runter. Man sieht, dass der Müll irgendwo mal gesammelt worden ist und getrennt worden ist. Es gibt nämlich einen Fleck, da sind die ganzen Glassachen, da einen Fleck, da sind ganz viele Sperrmüllsachen. Also irgendwo hat die Trennung wohl stattgefunden, aber da ist scheißegal, was da drin ist. Da Gaskartuschen haben wir schon gesehen. Autoreifen, ja. Couch, ein Klo. Stinken tut's. Stinken tut's höllisch. Ja, uns stimmt das immer voll traurig so, weil das der Mensch es irgendwie nicht schafft, mit dem ganzen Plastik umzugehen. Die Müllproblematik ist selbstverständlich kein bosnisches, sondern ein globales Problem, das wir bereits in unzähligen Ländern beobachten konnten. Wer mit dem Fahrrad reist, wird über kurz oder lang die Augen vor solchen Missständen nicht verschließen können. Es stimmt uns nachdenklich und lässt uns unseren eigenen Konsum kritisch hinterfragen. Je weniger Müll wir produzieren, desto weniger kann hier im Wald landen.
Wir radeln durch einen wunderschönen Canyon, dessen Schönheit uns wieder auf andere Gedanken bringt. Allein heute sind wir durch so viele Welten gefahren, die ohne Fahrrad für uns im Verborgenen geblieben wären. Is it okay? Chatur? Chatur, поясните? Може. Hvala. Okay. Hvala. Das ist jetzt richtig cool, ja. Jetzt sind wir gerade auf so eine Anhöhe raufgefahren und da unten ist der Fluss Drina und die Schlucht zieht sich da durch. Es sind jetzt ein paar Häuser und jetzt haben wir schon 2 Leute gefragt, ob wir auf der Wiesn da campen dürfen. Und die haben sofort gesagt, ja, überhaupt kein Problem, macht's das. Ja, voll cool. Und es sind einfach 2 Quellen sogar da. Das heißt, wir haben Trinkwasser, frisches Wasser. Perfekter Campspot da herum. Wow. Und während wir hier langsam unser Nachtlager aufschlagen, werden immer mehr Dorfbewohner auf uns aufmerksam. Der Schäfer lässt seine Schafe sogar extra einmal an uns vorbeilaufen, um zu schauen, wer hier heute zu Gast ist. Wow, was war das jetzt für ein Timing, hä? Perfekt. Ich wollte gerade bei der Quelle mit zum Waschen anfangen, aber das ist jetzt nicht mehr ausgegangen. Ja, jetzt hat es voll zum Regnen angefangen. Jetzt werden wir da abwarten, weil ich glaube, es wird nicht allzu lang dauern. Nein, und dann können wir uns noch waschen und kochen und Isomatte aufpumpen und surfen gehen. Letzter Tag in Bosnien und Herzegowina. Jetzt geht es dann rüber nach Serbien. Wir müssen leider auf die große Straße jetzt wechseln. Wir haben jetzt so die mega geniale Seitenstraßen gehabt. Die nächsten 40 Kilometer sind wir auf der großen Straße über die Grenze und dann sind wir in Serbien. So gut. Ich freue mich schon voll. Und jetzt geht es schon immer Richtung Norden. Man merkt ja schon, es fängt langsam. Es ist wirklich wie von heute auf morgen von Hochsommer auf Herbst. Gell? Ja, es fühlt sich voll so an. Es ist ganz eine feuchte Luft. Es ist neblig, wolkig. Ja, das ist schon cool, wenn man so lange unterwegs ist, dass man so den Wandel der Jahreszeiten mitkriegt. Morgen jammern wir wahrscheinlich, weil es so heiß ist. Ja. Wir biegen Richtung Visegrad ab, fahren ein letztes Mal über die Drina und schlagen den Weg nach Serbien ein. Serbien stand für unser Transbalkan-Projekt eigentlich nie auf dem Plan. Doch weil sich die Heimreise mit dem Zug als logistisches Großprojekt entpuppt, machen wir aus der Not eine Tugend und beschließen, mit den Rädern zurück Richtung Österreich zu fahren. Serbien liegt da am Weg. Und nur weniger Kilometer nach dem Grenzübergang stellen wir fest, dass wir hier schon wieder in eine völlig andere Welt eintauchen. So, jetzt sind wir in Serbien, gerade weggefahren von der großen Hauptstraße. Jetzt geht es schon wieder in die Berge, in Richtung Tara Nationalpark. Der erste Eindruck ist irgendwie, ich weiß nicht, die Landschaft ist wunderschön, aber die Leute sind bisher nicht so freundlich. Fühlt sich fast ein bisschen an wie in Österreich. Aber ich hoffe, das ändert sich noch. Vielleicht liegt es daran, dass das einfach sehr touristisch da ist, wo wir gerade sind. Und wenn wir das ein bisschen hinter uns lassen, ist es hoffentlich dann anders. Weil bisher haben wir eigentlich sehr viel Positives gehört von Radreisenden in Serbien. Und ich hoffe, dass wir die Erfahrung auch machen. In den letzten 5 Jahren haben wir weit über 30 Ländergrenzen überschritten und es verblüfft uns jedes Mal aufs Neue, welche Veränderungen eine Grenze mit sich bringt. In dieser Ecke Serbiens haben wir beinahe das Gefühl, zurück in Österreich zu sein. Und das nicht nur wegen der ersten etwas griesgrämig wirkenden Begegnungen.
Also die Heimreise ist schneller gegangen als gedacht. Wir sind mitten in die Alpen, im Skigebiet. Na, ganz ehrlich, wir sind immer nur in Serbien, aber wir sind da auf einmal im Skigebiet gelandet. Da gibt es Schneekanonen, Pistenraupen und einen Deadlift. So geil. Vielleicht ist er beheizt und hat Mit WLAN. Wi-Fi. Während auf der bosnischen Seite von touristischer Infrastruktur kaum etwas zu sehen war, sind wir im Tara-Nationalpark plötzlich von schicken Bergchalets, idyllisch gelegenen Berghütten und dicken SUVs umgeben. Wir haben den Eindruck, in der Urlaubsregion der wohlhabenden Belgrader gelandet zu sein. Hier wird ein Haus nach dem anderen gebaut, die Straßen sind frisch asphaltiert und der Tourismus hält vermutlich auch die kleinen Shops am Straßenrand am Leben. Der Nationalpark ist landschaftlich tatsächlich wunderschön und wir finden geniale Gravelrouten. Wenn du dich für unsere Route interessierst, findest du die GPX-Daten auf unserem Komoot-Profil. Der Link ist in der Videobeschreibung. Kaum haben wir den Nationalpark verlassen, haben wir das Gefühl, im ganz normalen Alltag von Serbien gelandet zu sein. Rausgeputzte, schicke Feriendörfer gibt es hier nicht mehr, sondern hier beginnt wieder das tägliche Leben. Und weil heute Sonntag ist, dauert es nicht lange, bis wir uns mitten in einem ausgelassenen Dorffest wiederfinden. We're from Austria. Austria, yeah. Yes. That's why I noticed right away, because she's riding a bike. You don't see very many women from here riding a bike. Ah, yeah. I knew right away they were from somewhere, that's why I started speaking English. Der Herr lebt in Toronto und wir können uns auf Englisch unterhalten. Er ist hier geboren und wie so viele ins Ausland geflüchtet. Im Sommer kommt er immer zurück in die Heimat. Wir stehen für eine lange Zeit zusammen und er erzählt uns seine Geschichte. Eine herzliche Begegnung, die ohne Fahrräder nicht so einfach zustande gekommen wäre. Heute in der Nacht ist richtig schweres Gewitter angesagt. Und auf das haben wir halt irgendwie keinen Bock, dass wir dann im Zelt liegen. Jetzt wissen wir noch nicht so recht, was wir machen, weil Unterkünfte gibt es in der Gegend einfach keine. Es ist dann am Weg heiser und ja, irgendwie hoffen wir so ein bisschen auf Schicksal, dass uns das vielleicht heute ein wenig hilft, dass wir doch über den Kopf haben. Weil, wie gesagt, die Nacht im Zelt wollen wir eigentlich ungern heute verbringen, wenn es so zart angesagt ist. Und ja, schauen wir mal, was heute noch passiert. Wo wir enden werden, oder? Mhm. Schicksal. Also so ist Brombeerparadies, das ist Wahnsinn. Schon in Bosnien, egal wo man stehen bleibt am Straßenrand, es wuchert wirklich überall so noch mit Brombeeren. Und da haben wir gerade so eine gute Stelle. Wir haben so viel Zeit muss sein. Also wer sich fragt, warum wir immer nur 4 oder 5 Stunden am Tag Radl fahren, es gibt einfach so viele andere Dinge zu tun neben dem Radlfahren. Wie zum Beispiel Brombeer essen. Unsere Wahrnehmung von Serbien ändert sich Stunde um Stunde. Seit wir aus der Tourismusregion draußen sind, tauchen wir in die Welt jener Menschen ein, die hier im ländlichen Gebiet unter oft sehr einfachen Bedingungen leben. Die Möglichkeiten zum Graveln sind hier endlos, der wenige Verkehr ein Genuss und wir lernen Lebensrealitäten kennen, mit denen wir nur dank unserer Radreisen in Berührung kommen. Am späten Nachmittag begeben wir uns auf die Suche nach einem geschützten Ort für die Nacht. Trauen wir nicht aufmachen. Nein, ist so. Da könnte man auch schon schlafen. Schau mal, ja. Wären wir schön geschützt vom Regen. Aber vielleicht kommt noch wer, den wir fragen können. Ja, das wäre perfekt. Gell? Da haben wir so, ich glaube, das ist sogar ein Klo davon.
Ein Bauer auf einem Traktor fährt an uns vorbei und wir fragen ihn, ob wir hier übernachten dürfen. Die Kommunikation ist total schwierig und er deutet uns, ihm zu folgen. Wir ahnen noch nicht, welchen Lauf diese Begegnung noch machen wird. Voilà. Zuerst lädt er uns zum Café ein, doch dann bietet er uns eine Möglichkeit an, unser Zelt unter einem Dach aufzustellen. So, jetzt haben wir einen Platz für die Nacht gefunden. Und zwar haben wir einen alten Mann getroffen, der ist mit dem Traktor gerade dahergekommen. Aber wir waren schon bei einem Platz gewesen, wo man super campen hätte können. Nur die Kommunikation war ein bisschen schwierig jetzt mit dem. Er hat uns aber dann irgendwie zu verstehen gegeben, dass wir mit ihm mitfahren sollen. Jetzt sind wir mit ihm mitgefahren und dann haben sie uns jetzt gleich auf einen Café eingeladen. Seine Frau hat uns dann noch Kuchen rausgebracht. Und dann hat er gesagt, hey, ja, geh mit mir mit, ich zeig dir was. Jetzt hat er mich da hergebracht, eben zu diesem Dach. Da haben wir jetzt unser Zelt aufgestellt. Und jetzt sind wir geschützt in der Nacht vor dem Gewitter, was richtig gut ist, weil es so echt um 8 soll es gescheit zugehen. Aber wir sind jetzt einfach happy, dass wir einen Platz haben und ja, gut ist, gell? Ja. Doch bei Kaffee und Kuchen bleibt es nicht. Wir lernen nach und nach die ganze Familie kennen und dürfen schon wieder in eine andere Welt eintauchen. Das war jetzt so klasse. Jetzt ist die ältere Dame von dem Haus ist hergekommen und hat uns jetzt die Schweindel noch gezeigt und dann hat sie uns noch den Gemüsegarten gezeigt und ganz viele Tomaten jetzt noch geerntet und dann hat sie noch gesagt, kommt mit auf die Terrassen. Und die hat uns jetzt noch ein Spiegelei mit Speck gemacht, mit Eier von den eigenen Händeln, mit Speck von den eigenen Schweindeln. Und jetzt haben wir dann das Handy genommen, um zu übersetzen, wo man dann reinspricht und so. Und das hat einfach so viele Barrieren jetzt aufgemacht oder gelöst und hat uns das voll ermöglicht, dass wir zumindest ein paar grundlegende Dinge erfragen, was vorher irgendwie gar nicht möglich war. Und das war jetzt voll cool. Und wir haben auch jetzt sagen können, dass wir uns voll freuen, dass wir voll dankbar sind, dass sie uns helfen und so. Gell? Und sie hat auch gesagt, ja, es ist schwierig in einem fremden Land, wenn man die Sprache nicht spricht. Und so, ja. Ja, das war jetzt voll herzlich und voll süß. Und jetzt haben sie uns auch noch da so eine Glühbirne aufgehängt. Das heißt, wir haben jetzt auch noch ein Licht beim Zelt. Wow, es ist echt so schön. Dach über den Kopf, nette Familie. Ja, und wir haben das zweite Mal auf der Reise Fleisch gegessen. Ja, eigentlich sind wir Vegetarier. Aber das sind so Situationen, wo wir einfach unser Vegetarier-Sein hinten anstellen, weil daheim kann man ja diesen Dingen wieder nachgehen und drauf schauen. Aber in so einer Situation gehört einfach zum Reisen dazu für uns, dieses Gesamterlebnis. Genau, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber für uns ist es so, ja. Das gehört dazu, genau. Und geschmeckt hat es uns, gell? Ja, schon. Als wir uns am nächsten Morgen wieder auf den Weg machen wollen, lassen Sie uns nicht gehen, ohne zusammen zu frühstücken. Wir bekommen selbstgemachtes Burek, Paprika aus dem eigenen Garten und Kaffee. Mit einer besonders wertvollen Portion an neuen Erfahrungen verabschieden wir uns von der Familie und freuen uns, dass uns unsere spontane Planänderung nach Serbien gebracht hat. Bye bye.